Für die einzelnen Zahlen einer Uhr tauschen können, brauchen wir einen Tree-Cycle-Algorithmus und den gewöhnen wir uns gleich in beide Richtungen an, und zwar einerseits mit rechts und andererseits mit links. Wenn du ihn mit rechts machst, passiert Folgendes: Diese drei Zahlen hier, also von dieser senkrechten Linie 1 rechts davon, wird 1, 2 Plätze nach links gestellt, also nimmt den Platz des Vierers ein, und 4 und 8 rutschen hier herüber, das heißt die 1 kommt zwischen 7 und 4 zu liegen. Und wenn du das Ganze mit der linken Hand machst, sind natürlich spiegelverkehrt die anderen drei Zahlen, 8, 1 und 10 in diesem Fall, betroffen, und die 8 kommt statt dem 10er, der 10er und der 1er rutscht rüber, also 8 liegt dann zwischen 10 und 5. Und jetzt suchen wir uns die Zahlen, die wir brauchen, in der aufsteigenden Reihenfolge. Also hier zum Beispiel mal die 2 und die 1. Ich mache es mal mit der rechten Hand, ist für viele einfacher. Ich selbst bin Linkshänder. Ich mache es oft auch mit der anderen Hand. Wir machen den Tree-Cycle so, dass die 1 hier herüberkommt. Und ich blende dir den Algorithmus ein, aber ich merke mir den Algorithmus immer mit diesen zwei Zahlen hier. Ich stelle mir hier die 1 und die 2 her und ich erzähle es dir auch mit dem, und du wirst merken, es ist relativ einfach. Viele Tutorials machen es mit einer 180-Grad-Drehung, die brauchst du gar nicht. Du brauchst nur die 90-Grad-Drehung, also das reicht schon. Okay, wir wollen jetzt den 1er näher zum 2er bringen. Der 1er kommt dann zwischen 7 und 4 zu liegen. So, und jetzt der Algorithmus. Rechts rauf und den 1er rüberstellen. Rechts wieder runter und den 2er nachschieben, wo der 1er war. Rechts wieder rauf, 2 und 1 pairen, rechts wieder runter. Jetzt hast du 2 und 1 in der oberen Ebene. So schieben, dass du die Kante hast, die es wieder trennen kann. Wieder rechts rauf. Den 1er wieder dorthin stellen, wo er hingehört, nämlich nach dem 12er. Und den 2er, den stellen wir auch hin, wo er hingehört, aber auf der vorderen Ebene. So, hört sich unheimlich kompliziert an, du wirst aber merken, ist total einfach. Der 1er war vorher hier, jetzt ist er hier. Jetzt machen wir das Ganze gleich noch einmal. Und es ist ja wieder ein Tree-Cycle, also 1, 2 Plätze rutscht er nach links und er wird dann zwischen 1 und 2 zu liegen kommen. Genau das, was wir wollen. Also nochmal rechts rauf, den 1er holen, den 2er unten nachschieben, rechts wieder rauf, den 2er holen. Jetzt oben wieder splitten und wieder rechts rauf, den 1er wieder einbauen und rechts ganz runter, ich sage halt einfach ganz runter, und den 2er wieder einbauen. Und zack, zack, 1, 2. Ja, das gleiche machen wir jetzt mit dem 3er. Den können wir jetzt über den ganzen Würfel hier verschieben. Und nach dem 3er zeige ich dir, wie der Algorithmus in die andere Richtung geht. So, bei mir ist jetzt 1, 2, 3 in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich den 4er jetzt mit der rechten Seite mache, dann wird er zwischen 2 und 3 zu liegen kommen. Das möchte ich natürlich nicht. Und jetzt mache ich den mit der linken Hand, weil dann bekomme ich den 7er weg und der 4er rutscht nach und dann ist der 3er neben dem 4er, und genau das möchten wir. Also jetzt das gleiche mit der linken Hand. Du brauchst den nur spiegeln, den Algorithmus. Also mit links rauf und die unterste Zahl rausschieben. Die nächste Zahl hier unten nachziehen und noch einmal rausschieben, jetzt splitten und wieder einbauen. Nachdem wir jetzt alles mit links machen, ist es auch klar, welche Zahlen wir hier einbauen, und die letzte bauen wir unten ein. So, und das, was jetzt passiert ist, du siehst es hier schon, ist 1, 2, 3, 4, weil der 7er hat den Platz gewechselt. Und jetzt gehen wir wieder weiter. Hier bietet sich jetzt wieder an, dass ich den 5er nach hierher bringe und dann den 8er rausbringe. Also wieder mit rechts. So, und so kannst du jetzt über den ganzen Würfel wursteln, und wir treffen uns beim Parity-Algorithmus wieder, wenn 11 und 12 verkehrt steht.
So, und am Ende gibt es 3 Möglichkeiten. 10, 11, 12, dann bist du fertig. 11, 10, 12, so wie bei mir jetzt. Oder wenn du den Tricycle noch einmal machst, dann kann es so ausschauen, 10, 12, 11. So, dieses Parity-Problem ist lösbar. Du brauchst auch keinen neuen Algorithmus dazu lernen. Den Algorithmus, den wir jetzt verwendet haben, den ändern wir etwas ab. Und zwar die Zahlen von 1 bis 6 stelle ich mir hier links her. Hier unten ändere ich auch was, aber nur für die Logik. Und zwar zwischen 12 und 1 den Split. So, und das, was passiert ist, dass wir die Zahlen 7, 8, 9, also dieses Päckchen, und das Päckchen 10, 12, 11 miteinander vertauschen. Und zwar mit dem gleichen Algorithmus wie vorher. Schau also, dass du diese Zahlen hier rechts hast. Natürlich geht es mit den anderen Zahlen auch, wäre grundsätzlich egal, aber hier haben wir halt von 7 bis 12 dann. So, unser Algorithmus war ja rechts rauf, einen rübersetzen und so weiter. So, und jetzt machen wir nicht einen rübersetzen, sondern 3 rübersetzen. Also rechts rauf, 3 rübersetzen, rechts wieder runter, die nächsten 3 nachziehen, rechts wieder rauf, oben hier jetzt das 6er Pärchen bilden und gleich splitten, natürlich zwischen 3 und 10 splitten, rechts wieder rauf, 10, 11, 12 wieder komplettieren, rechts runter und nochmals runter und 1 bis 6 wieder komplettieren. Und wenn du dir jetzt denkst, also jetzt ist alles hin, aber 1 bis 6 ist unverändert, hat sich nur um 90 Grad verdreht und du siehst, 10, 11, 12 ist hier heroben, 7, 8, 9 hier herunten. Die haben also die Plätze getauscht. Und jetzt wieder das gleiche Spielchen wie vorher. Den 7er wieder herüberbringen, den 8er herüberbringen und so weiter. 11 und 12 dann Richtung 1 und dann hast du es eigentlich schon. Abo nicht vergessen und den Daumen nach hoch, nach oben und hoffe, dass bei dir alle Uhrzeiten immer richtig gehen. Viel Spaß beim Cuben, Abo nicht vergessen. Vielen Dank fürs bis zum Ende Zusehen.